Das hier ist mein Tag für die Junk Journal Tag Challenge 2021, mit dem ich gegen Barbara von 49 Dragonflies angetreten bin. Heute möchte ich euch verraten, wie dieser Tag auf meinem Tisch entstanden ist. Hallo ihr Lieben, ich bin Luise Heinzel, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Junk Journal Art. Ja, die Junk Journal Tag Challenge 2021. Grundgedanke ist ja der, dass man einen Tag macht und eine andere Person herausfordert, diesen Tag zu imitieren mit eigenen Mitteln, eigenen Medien und so weiter. Und heute zeige ich euch, wie ich meinen Tag gemacht habe, mit dem ich Barbara von 49 Dragonflies herausgefordert habe. Vor 2 Tagen habt ihr das Video gesehen, in dem sie versucht hat, diesen Tag zu imitieren. Falls ihr keine Ahnung habt, von was ich gerade rede, schaut bitte mal unten in die Infobox, dort habe ich euch das alles verlinkt. Also wenn ihr das Video sehen wollt, in dem sie versucht, meinen Tag nachzumachen, findet ihr das unten in der Infobox. Ich habe eine Playlist gemacht, wo alle diese Videos zu finden sind. Und heute möchte ich euch gerne verraten, wie ich das wirklich gemacht habe. Und auch für dich, Barbara, vielleicht ist es ganz interessant zu sehen, wie es in Anführungsstrichen in Wirklichkeit war, sodass man vielleicht auch nochmal den eigenen Prozess so ein bisschen reflektieren kann. Oder vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo du komplett verzweifelt bist und nicht wusstest, was ich getan habe. Das glaube ich zwar nicht, denn du bist ein absoluter Vollprofi, aber vielleicht ist es interessant, die einzelnen Schritte nochmal so zu verfolgen, wie sie in Wirklichkeit waren. Ich habe das ja selber auch durchlebt, indem ich den Tag von Susanne von Bollenhutart nachgemacht habe. Auch das Video findet ihr unten verlinkt in der Playlist. Und da gibt es schon so das eine oder andere, wo ich mir gedacht habe, Mensch, nochmal, also ich wüsste schon wirklich gerne, wie sie das wirklich gemacht hat. Habe ich das wirklich jetzt so gemacht, wie sie es auch getan hat? Wie kommen gewisse Unterschiede zustande? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch, was ich jetzt hier tatsächlich gemacht habe. Also dieser Tag besteht grundsätzlich aus einem DIN A4-Blatt, was ich gedrittelt habe. Und dann habe ich das einfach zusammengeklebt, oben die Ecken abgeschnitten, sodass eben diese Tagform entsteht. Und ich habe die Höhe der Seite aus meinem Printable quasi ausgenutzt, sodass ich das Motiv in der Höhe vollständig drauf habe. Und habe das dann einfach nach hinten auf die Rückseite umgeklebt, sodass ich eben den Ausschnitt dieser Seite auf meinem Tag hatte. Dann habe ich mir ein paar verschiedenfarbige Distress Oxides genommen, erstmal diesen hellen Grünton und bin komplett einmal um diesen Tag drum herum gegangen. Denn dieser Ausschnitt der Seite hat ja jetzt noch keinen so einen richtigen Rahmen oder irgendetwas. Und ich wollte ganz gerne, dass dieser Tag so richtig raussticht und auch ja, dieser distressed Rand nicht so normal distressed aussieht, sondern eben mit diesen etwas untypischen Farben. Normalerweise verwenden wir eher so einen Braunton zum Distressen, aber in diesem Fall wollte ich das auch gerne dem Motiv anpassen, was auf dem Printable Papier ist. Dieses Papier ist aus meinem neuen Papierset The Day After Valentine und dieses könnt ihr auch in meinem Etsy-Shop finden. Ich habe euch das auch unten unter dem Video verlinkt. Ich habe dann den Hintergrund noch so ein bisschen aufgepimpt, indem ich dann noch ein paar andere Farbtöne von eben auch dieser Distress Oxide aufgetragen habe. Erstmal mit so einem Schwämmchen, relativ grob, sodass ein paar Farbspritzer entstehen, die so, ja, Spritzer sind es ja eigentlich nicht, weil es mit einem Schwämmchen aufgetragen ist, aber ne, also von der Optik her schaut es so ein bisschen so aus wie Spritzer. Dann habe ich versucht, die Distress Oxide mit Wasser etwas zu aktivieren, sodass eben diese unterschiedlichen Farbtöne, die diese Oxide Ink so typisch machen, herauszukitzeln. Ich habe das dann immer zwischendurch, also während des Föhnens bespritzt und auch mit meinem Tuch wieder so ein bisschen abgenommen. Ich fürchte, dass man die richtig krassen Details jetzt in der Kamera nicht sehen kann, aber dadurch entstehen so kleine, ja, wie wirklich so abgewaschene kleine Stellen. Und zusätzlich habe ich dann hier noch mit so einem Grünton etwas drauf gespritzt und den Rest von der Tinte dann da einfach so auf den Tag so drauf getupft, sodass ich hier mit diesem grünlichen, gelblichen Ton, ja, das kommt jetzt hier in der Kamera sehr gelb, aber es ist eigentlich ziemlich moosiges Grün, sodass ich da nochmal so einen kleinen Kontrast bekomme und dass vor allen Dingen der Hintergrund auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, herausfordernder wird, weil eben diese Farbe ja nicht auf dem Printable ist. Und als Barbara das Foto gesehen hat, hat sie natürlich gesehen, okay, das muss wohl hier aus dem digitalen Papier sein, aber da ist noch etwas anderes und das wollte ich eben versuchen hier so ein bisschen zu erschaffen.
Aus der Seite, die eigentlich gemacht ist, um Taschen zu kreieren für ein Junk Journal, habe ich dann diese Elemente hier ausgeschnitten. Also diese Elemente gibt es in dieser rechteckigen Form so nicht in dem Printable, aber ich habe die einfach aus den Taschen ausgeschnitten. Denn die Taschen haben so eine kleine Collage, die aus allen diesen rechteckigen kleinen Labels, und das sind so kleine so Werbeaufschriften, zusammengebaut sind, und da habe ich das einfach ausgeschnitten. Und jetzt versuche ich hier so eine Hintergrundcollage zu machen. Zum einen, um den Vogel, der ursprünglich auf dem Papier war, abzudecken, denn ich will den da so ein bisschen dreidimensional später wieder draufbringen und den zweiten Vogel auch noch dort integrieren. Und als ich mir das so arrangiert hatte, habe ich mir gedacht, okay, das muss noch ein bisschen mehr aus der Seite herauskommen, also beziehungsweise aus diesem Tag, aus dem Hintergrund herauskommen. Also habe ich mir jetzt hier die Vintage Photo Distress Oxide genommen und bin da einmal so drum herum gegangen. Das kann man natürlich auch mit normaler Distress Ink machen, aber diese Oxide ist natürlich ein bisschen intensiver. Das macht ein bisschen klareren Rand. Das ist dann eher so, als wäre da vielleicht so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine richtige Umrandung drumherum, wie so ein kleines Holzschildchen oder so sieht das dann fast aus. Und für meinen Geschmack hatte das jetzt besser zu dem vorher distressten Rand des Tags gepasst. Aber das könnte man theoretisch natürlich auch mit normaler Distress Ink machen. Dann habe ich hier so ein bisschen umeinander gefuchtelt. Ich wollte gerne, dass diese kleinen Labels da wirklich entweder komplett horizontal oder vertikal sind und in rechten Winkeln zueinander stehen. Denn im Hintergrund auf dem digitalen Papier seht ihr dieses gekästelte Papier. Also ne, da sind so Kästchen, wie bei so einem Matheheft in der Schule früher. Und da wäre es mir ein Dorn im Auge gewesen, wenn das schief gewesen wäre. Deswegen habe ich jetzt hier ziemlich mühselig versucht, ja, das wirklich rechtwinklig aufzukleben. Und ich verwende hier einen Trick, den ich tatsächlich auch bei Barbara gesehen habe. Das macht sie nämlich auch, und das ist wirklich für mich eine Revolution. Und eine so fantastische Idee, dass ich das inzwischen öfter so mache. Und zwar klebt sie auch die Collage von oben nach unten fest. Also wenn sie sich das da so aufgelegt hat, dann fängt sie mit dem obersten Stück an und klebt das dann Schicht für Schicht weiter auf die unteren, sodass dann später so ein komplettes Teil entsteht, was man dann später im Ganzen aufkleben kann. So muss man sich nicht merken, wo die einzelnen Elemente dieser Collage gewesen sind, was ja bei so vielen Elementen gar nicht so einfach ist. Ja, dann habe ich mir überlegt, ich möchte, dass das so ein bisschen abgeranzt einerseits aussieht und andererseits unter dieser Collage noch etwas hervorkommt. Und ich hatte da mal irgendwie in so einer nächtlichen Umnachtungswandlung, wie Sachen da, so eine Idee, solche aufgerollten Papierschnipsel zu machen. Ich habe deshalb jetzt hier so Buchseiten genommen und habe die mit Mattmedium komplett in Anführungsstrichen getränkt. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe das mit meinem Finger wirklich vorne und hinten so drauf geschmiert, sodass, wenn ich das jetzt rolle, ich habe das vorher über so einen Zahnstocher gerollt, sodass das dann wirklich auch in dieser gerollten Form bleibt. Und durch das Mattmedium, wenn man das dann föhnt, kann man das in die Form bringen, wie man das gerne hätte. Und man kann dann auch diese einzelnen Röllchen nochmal so aneinander kleben. Also das linke Röllchen klebt am rechten Röllchen, sodass das auch wirklich in dieser Form dann bleibt. Wenn man das dann föhnt, ist das erstmal relativ schwubbelig, weil das Mattmedium wird ja warm durchs Föhnen. Und dann ist das so ein bisschen komisch. Und man denkt so, oh, das wird nie irgendwie hart. Aber wartet kurz ab, ich zeige euch gleich, wie ich das gemacht habe. Wenn das trocken ist und wieder kalt ist, dieses Mattmedium, ist das schon wesentlich stabiler. Aber trotzdem nicht so stabil, dass man es in ein Journal reintun könnte. Aber ich werde euch gleich zeigen, was ich gemacht habe, dass das durchaus möglich ist. Also am Ende ist das wirklich steinhart. Also klar, wenn man da mit dem Hammer draufschlägt, ne, dann ist es auch kaputt. Aber es ist zumindest so stabil, dass man auch diese Art von dreidimensionalem Tag durchaus in ein Journal integrieren könnte. Ich habe zwischendurch immer wieder mir die 2 Vögel da drauf gelegt, damit ich sehe, wo die ungefähr später hinkommen werden und ich demnach weiß, wo ich diese Papierröllchen aufkleben muss. Ihr seht schon, die Collage aus diesen Werbelabels, die habe ich nur erstmal in der Mitte festgeklebt. Das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist natürlich der, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diese Papierschnipsel noch darunter zu schieben. Ansonsten müsste ich die bündig abschneiden mit der Collage. Und das schaut mit Sicherheit ein bisschen komisch aus. So habe ich die Möglichkeit, das da drunter zu schieben und auch an den Seiten noch so ein bisschen rausschauen zu lassen. Also das, was jetzt noch gerade ist vom Papier, was nicht aufgerollt ist. Und so schaut das Ganze noch ein bisschen interessanter aus und es ist einfach leichter zu handeln. Der andere Grund ist, dass ich das später noch schattieren werde. Und so komme ich leichter unter diese Schnipsel nochmal drunter,
um das Ganze so ein bisschen dreidimensionaler werden zu lassen. Hier seht ihr jetzt mal hier noch so ein kleines Detail, wie das jetzt in diesem Zwischenstadium aussieht mit diesen aufgerollten Papierstückchen. Und dann habe ich mir einfach weißes Gesso genommen und das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Mischung aus Acrylfarbe und Kleber. Und wenn das trocken ist, wird das sehr hart. Deswegen bin ich jetzt hier ganz vorsichtig über meine Papierröllchen drüber gegangen und habe die eingepinselt mit diesem weißen Gesso. Das hat einerseits den Vorteil, dass diese starke schwarze Schrift von den Buchseiten etwas in den Hintergrund rückt. Und zum anderen, wenn das trocken ist, wird das eben hart. Da müsst ihr jetzt ein bisschen schauen, wenn ihr sowas auch mal machen wollt. Ja, ihr müsst ein bisschen rumspielen mit der Menge des Gessos. Also je nachdem, wenn man mehr drauf gibt, wird es natürlich noch wesentlich härter, aber dann sieht man die Schrift nicht mehr. Wenn man weniger drauf tut, sieht man die Schrift noch leicht durch und es wird halt ausreichend hart. Da muss man ein bisschen ausprobieren, wie man das am liebsten hätte. So, hier kommen wir jetzt zu dem, was ich eben gesagt habe mit der Schattierung. Dafür habe ich mir so einen Faber-Castell wasserlöslichen Bleistift genommen und habe jetzt einfach diese Labels an den Seiten so ein bisschen wieder hochgeklappt, sodass ich da drunter schattieren konnte. Denn ich habe immer folgendes Problem mit Schattierungen. Wenn ich das jetzt vollständig aufgeklebt hätte, ja, dann wäre ich da mit meinem Stift so vorbeigefahren und hätte das dann mit Wasser verblendet. Aber dann entsteht immer so eine mini kleine, futzi-kleine Lücke zwischen der Schattierung und dem Papier, was da drüber liegt, also zwischen diesem Label und der Schattierung. Und das widerstrebt mir. Oftmals, und gerade wenn das Papier so hell ist wie das jetzt hier im Hintergrund, schaut das wirklich richtig strange aus. Und ich habe schon lange nach einer Lösung gesucht, wie man das hinkriegen kann. Und hier ist jetzt meine Lösung. Ich schattiere im Prinzip unter dem Label und bringe dann die Farbe raus aus dieser Collage in den Hintergrund. So habe ich das alles besser unter Kontrolle und meiner Meinung nach schaut das wesentlich dreidimensionaler aus und mehr wie ein richtiger Schatten, als wenn man das komplett festklebt und dann mit dem Stift drumherum geht. So kann ich diese kleine weiße Lücke dazwischen, oder weiß es ja nicht, aber diese hellere Lücke dazwischen vermeiden. Und ich habe das viel, viel besser unter Kontrolle. Wenn man jetzt von der Seite unter diese aufgerollten Papierschnipselchen schaut, dann ist es da halt wirklich auch komplett schwarz. Wenn ich die Labels nicht komplett aufklebe, sondern ich lasse die so ein bisschen hochstehen und ich schaue von der Seite rein, ist es darunter komplett schwarz. Das wäre es ja nicht, wenn ich einfach um das Ding so drumherum fahren würde. Ja, also ich hoffe, das macht irgendwie Sinn für euch. Man kann dadurch auch den Stift sehr stark aufdrücken unter dem Label. Also das kann man ja auch dann da sehr viel dunkler machen, das immer wieder so runterdrücken und schauen, brauche ich noch mehr? Und dann kann man die Farbe unter das Teil geben und nach außen verblenden. Das ist viel einfacher. Also finde ich. Ich bin dann zwischendurch noch dazu übergegangen, meinen Stabilo Allpen zu Hilfe zu nehmen, denn auf diesem Papier, wo dieses aufgerollte jetzt ist und oben auf den Labels, war mir der andere Stift nicht dunkel genug. Ich habe dann hier noch folgenden Trick angewendet, den Stabilo Allpen auf meine Acrylplatte gemalt und dann mit Wasser verstrichen, sodass ich jetzt eben dasselbe Schwarz nochmal habe, um das zwischen diese Papierröllchen laufen zu lassen. Denn ja, der Schatten um das Papierröllchen, alles schön und gut, aber wenn ich da einen Schatten mache, dann ist es ja realistisch, wenn zwischen den Papierröllchen auch so ein Schatten zu sehen ist. Und das nur durch Licht sozusagen, also durch natürliches Licht hervorzurufen, das war mir ein bisschen zu wenig. Ich wollte, dass die wirklich so richtig rausstehen. Und hier, finde ich, sieht man das jetzt ganz gut, was das für einen Effekt macht. Ich habe das relativ flüssig gelassen und das dann da so dazwischen laufen lassen. Das funktioniert relativ gut, wenn ihr das Papier vorher eben mit diesem Mattmedium eingekleistert habt und wenn ihr dann später das Gesso drüber gestrichen habt, ist es ja komplett wassergeschützt. Um das dem Hintergrund anzupassen, um das bisschen älter aussehen zu lassen, um das nicht ganz so weiß wirken zu lassen, habe ich jetzt noch hier die Forest Moss Distress Oxide benutzt. Das ist ja so ein Grünton. Bin da nochmal drüber gegangen. Mit dem Schwarz hat sich das dann schon ein bisschen so, ja, abgeranzt angefühlt, also das ist schon so ein bisschen veraltert geworden, aber auch das war mir noch nicht genug, deswegen bin ich mit der Vintage Photo Distress Oxide und diesem kleinen Bürstchen da nochmal drüber gegangen. Das habe ich jetzt hier mit dem Bürstchen gemacht, um eben nur die Oberfläche, also nicht die Oberfläche, sondern das, was am meisten raussteht von diesem Papierröllchen, so dunkler zu kriegen, beziehungsweise brauner zu kriegen. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Und man kann trotzdem jetzt die Schrift von den Buchseiten noch so ein ganz kleines bisschen lesen.
Auf den unteren Teilen, wo es nicht gerollt ist, natürlich etwas mehr als auf den jetzt da oben so angemalten. Und ihr seht auch schon, die Labels sind auch am Rand etwas abstehend. Das hatte mir jetzt im Zusammenhang mit diesen Röllchen ganz gut gefallen. Also die sind nicht komplett aufgeklebt. Ja, so. Das ist erstmal hier so mein Hintergrund. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist für die Barbara alles viel zu einfach. Ich brauche hier noch ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Bumm auf diesem ganzen Ding. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hier noch so ein bisschen Stenciling und habe mir jetzt hier erstmal ein bisschen Schlemmkreide, ich sage immer Schlemmkreide. Das ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort. Das ist eigentlich so ein pulverisiertes Marmor oder sowas in der Art. Also im Englischen heißt es Marble Dust. Man kann es auch mit Schlemmkreide machen, aber Schlemmkreide ist wesentlich grauer. Das hier ist ganz weiß und das wird irgendwie aus so Marmor oder sowas hergestellt. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich euch das erklären soll. Das habe ich mir mal auf Amazon gekauft und damit mache ich mir halt immer meine Strukturpaste selber und mache mir halt immer die Portion, die ich für mein aktuelles Projekt brauche. Und so habe ich das auch hier gemacht. Hier ist mir jetzt so ein kleines Missgeschick passiert, weil ich da irgendwie nicht aufgepasst habe und da ist das da so auf meinen Tisch gekommen. Aber ist ja nicht so schlimm, das kann man ja wieder abwischen. Und ich wollte jetzt eigentlich nur eine Reihe von diesen Punkten da haben. Und wie gesagt, ich habe da nicht so recht aufgepasst. Deswegen habe ich versucht, die zweite Reihe hier wieder zu entfernen, sodass wirklich nur diese eine Reihe Punkte entsteht. Das ist jetzt relativ dick. Das kann man jetzt wahrscheinlich in der Kamera auch nicht so gut erkennen, weil die Kamera kann immer nicht so gut diese dreidimensionalen Sachen erfassen. Aber ich wollte, dass der Hintergrund nicht ganz so platt ist und dass er sich ein bisschen mehr dieser dreidimensionalen Optik von diesen Labels anpasst. Hier war ich jetzt etwas schlauer, da habe ich mir das mit Washi-Tape abgeklebt, sodass ich da nicht Gefahr laufe, wenn ich diese zwei Reihen da oben jetzt mache, noch eine dritte zu erwischen oder irgendwie wieder so einen Quatsch da hinzukriegen, wie bei dem ersten Mal. Und um so eine Art Dreieck hinzukriegen, also Barbara macht das ja auch ganz gerne, ne? Immer drei so Elemente von dem gleichen sozusagen, habe ich mir gedacht, okay, das könnte ja vielleicht ganz gut sein. Und dann war mir das aber nicht genug und habe ich hier noch ein viertes hingesetzt, sodass jetzt, ja, das sozusagen so aussieht, als wenn zweimal das in senkrechter Linie sozusagen geht und zweimal in waagerechter Linie. Drei war mir da zu wenig, das hat irgendwie komisch ausgesehen. Aber ihr werdet sehen, das untere wird später sowieso so ein bisschen weg sein. Also von daher war ich ganz froh, dass ich das da oben, dieses letzte, noch dahin gemacht habe. Und dann habe ich versucht, die Position für die Vögel zu finden. Ja, das war jetzt erstmal gar nicht so einfach, weil da jetzt dieses aufgerollte Papierchen ziemlich in der Nähe von dem Schnabel von dem Vogel war. Jetzt wollte ich mir natürlich weder die Optik des Vogels zerstören, noch die Optik dieser aufgerollten Papierdinger da. Also habe ich da ziemlich lange rumfuchteln müssen, bis ich da die richtige Position gefunden hatte. Diese zwei Vögel findet ihr übrigens in dem Ephemera-Pack aus diesem Papierset The Day After Valentine. Dieses ist jetzt aus der Vintage Edition, also ich habe dieses Papierset in zwei verschiedenen Variationen. Einmal in einer etwas, ja, farbenfroheren Variante, ziemlich knallige Farben und einmal eben in dieser Vintage Edition, wo die Farben etwas abgemutet sind. Also das ist jetzt so ein bisschen so, ja, etwas gedecktere Farben, sagen wir mal. Was sich für so Vintage-Projekte oder eben solche Projekte, wo man nicht ganz so viel krasse Farben gebrauchen kann, ganz gut eignet. Diese Vögel habe ich mir da einfach ausgeschnitten und das ist jetzt zufälligerweise auch die gleiche Größe, wie der Vogel auf dem Papier vorher war, also dieser hintere Vogel. Das ist die gleiche Größe und das war jetzt für mich ganz praktisch, weil ich dann die Größe des Vogels auf dem Tag ganz gut habe abschätzen können. Ja, das ist jetzt hier so geworden, so habe ich das jetzt hier aufgeklebt und dann ist mein, ja, wie soll ich sagen, Lieblingsprojekt des Monats Februar oder keine Ahnung, vielleicht wird es für immer mein Lieblingsprodukt sein, hervorgekommen und zwar diese weißen Die-Cuts hier, die ich mit den Die-Cuts von Tim Holtz gemacht habe. Das ist so eine Wildblumen-Die-Cut-Kollektion. Und da habe ich mir die aus weißem 300 Gramm Papier ausgestanzt und ich bin so verliebt in diese Blumen, ich kann euch das nicht sagen. Vorher hat das ausgesehen so, naja, okay, ist halt ganz nice, ne? Aber mit diesen Blumen, ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich bin nicht so derjenige Typ, der sagt, okay, Tim Holtz oder irgendwelche anderen Marken. Also ich mag Tim Holtz sehr gerne, keine Frage. Er ist ein ganz sympathischer Typ und der Mann ist einfach ein Genie. Der hat es halt einfach geschafft, oder so. Also der hat auch hypergeile Ideen und richtig tolle Produkte. Aber manchmal reicht halt auch einfach irgendwie vielleicht das eigene Geld im Geldbeutel nicht aus, um sich das zu kaufen. Man will vielleicht auch nicht jedem Trend hinterherrennen. Aber bei diesen Blumen, ich konnte nicht anders. Also
ich konnte einfach nicht anders. Ich habe die gesehen und habe ich die so toll gefunden. Und seit ich sie benutze, bin ich einfach so in love with these flowers. Ich kann es euch nicht anders sagen. Ja, also ihr werdet die jetzt in Zukunft noch öfter sehen. Ich hoffe, ich nerve euch nicht damit, aber wie ihr sehen könnt, macht's das halt einfach jetzt irgendwie aus. Also das greift jetzt dieses Weiß von den Pünktchen nochmal auf. Also und dazu muss ich sagen, diese Strukturpaste hat ein bisschen die Farbe von dieser Oxide Ink angenommen. Das ist normal. Also wenn ihr da Strukturpaste drauf macht, dann kommt das so ein bisschen durch. Das sickert so durch und dann bleibt das nicht komplett weiß. Und das hat mir auch ein bisschen widerstrebt. Ich wollte das sehr edel haben, trotz dass es diese abgeranzte Optik im Hintergrund hat. Ich wollte einfach diesen Kontrast. Dieses Papierset ist ja auch so ein Kontrast. In dem Papierset sind ganz viele Fotos von Müll verarbeitet und dieses habe ich kombiniert eben mit diesen Blumen und den Vögeln, die in dem Kit vorkommen. Und ich wollte es auf diesem Tag einfach auch nochmal hervorbringen. Dieses Abgeranzte in Kombination mit etwas sehr Schönem, sehr Edlem. Und das habe ich eben versucht, durch diese weißen Blumen hinzukriegen. Ja, damit der Tag nochmal so ein bisschen mehr Dreidimensionalität bekommt, das Schwarz von den Schatten um die Labels aufgegriffen wird, bin ich jetzt gerade nochmal mit dieser Jet Black Ink da drum rumgegangen, sodass der äußere Rand schwarz geworden ist. Und dann habe ich da oben einfach so eine kleine Niete reingetan, nachdem ich so einen Protector-Ring da drauf geklebt hatte. Ich finde das immer ganz interessant, wenn da nicht einfach nur die Niete ist. Der Tag ist ja sehr groß und wenn dann nur die Niete wäre, beziehungsweise das ist ja keine Niete, ne? Wie sagt man denn da, dieses Eyelet, dann schaut das so ein bisschen mickrig aus. Ja, jetzt wollte ich da unten noch so ein kleines Label haben, weil mir auch dieser Stängel von diesem Blättchen da ein bisschen zu weiß und zu groß und zu dick vorgekommen ist. Dann habe ich hier dieses, was auch aus diesem Taschen-Ephemera da stammt, genommen und habe das einfach auf eine Buchseite geklebt. Und da ist mir dann zufällig was passiert. Das könnt ihr jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht sehen. Da oben drüber steht 15 Minuten Zeit. Also auf diesem Buchseitenschnipsel. Und das fand ich so witzig, weil als wir uns diese Challenge überlegt hatten, zuerst überlegt hatten, dass wir uns jeweils 15 Minuten Zeit geben, um das hinzukriegen. Also, ne, so. Das war so die ursprüngliche Idee. Und auf das wollte ich eben für Barbara so ein bisschen anspielen. Deswegen war also es war purer Zufall, aber ein richtig cooler Zufall, dass eben dieses 15 Minuten Zeit da unten gestanden ist. Ja, so, dann habe ich das da aufgeklebt und habe mir gedacht, okay, das sieht wirklich richtig strange aus. Jetzt war dieses Seed so massiv, dass mir das richtig krass von den Vögeln abgelenkt ist und ich habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwas machen. Wusste aber zuerst nicht genau was. Ich wusste aber sehr wohl, dass ich diesem Tag noch einen Rahmen geben wollte. Da ich hier in meiner Küche meine Nähmaschine nicht zur Verfügung habe, konnte ich nicht drum herum nähen. Also habe ich mir was anderes überlegt. Ich habe einfach ein zweites Blatt Papier genommen, auch 300 Gramm, und habe dann eine Form gemacht, die ungefähr 0,5 Zentimeter größer ist rundherum als der ursprüngliche Tag. Und dann habe ich gedacht, okay, weißer Rahmen, nicht schlecht. Aber du hast ja noch diese Teebeutel hier. Und ich wollte gerne dieses Braun von der Collage hinter den Vögeln in diesem Rand wieder aufnehmen. Entschuldigung, deswegen habe ich jetzt erstmal diesen Tag rundherum grundiert mit der Distress Oxide Vintage Foto, sodass, wenn ich den Teebeutel draufkleben werde jetzt gleich, mir dann nichts von diesem weißen Papier durchscheint, denn ne, wenn man das aufklebt, dann ist das ja so ein bisschen, das scheint ja so durch. Und jetzt wollte ich hier so einen abgefetzten Rand nochmal machen, eben auch in Anlehnung an dieses Müllthema, was sich durch dieses komplette Printable zieht. In den anderen Videos erzähle ich euch da auch noch ein bisschen mehr darüber. Also in meiner The Day After Valentine Serie hier auf meinem Kanal erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über diese Papierkollektion, ein paar Details, wie das alles entstanden ist und was ihr in diesem Papier alles finden könnt, wenn ihr genau hinschaut. Von daher wird es dann, wenn ihr die anderen Videos anschaut, eher Sinn machen, was ich jetzt hier gerade sage. Ja, hier habe ich jetzt gerade ein kleines Problem mit meiner Kamera gehabt. Entschuldigt bitte die Hand da im Bild. Meine Kamera, die spinnt manchmal so ein bisschen rum und verschiebt mir dauernd den Fokus. Ich habe jetzt den Teebeutel hier einfach drumherum geklebt und gleichzeitig so ein bisschen gerafft. Also so, dass das, was an den Kanten heraussteht, wirklich so wellig ist. Und ich habe auch versucht, das ganz am Rand von diesem größeren Tag nicht komplett festzukleben. Also ich habe das mit Mattmedium gemacht und das habe ich versucht, dann eben, ja, so ein kleines bisschen
in den Tag reingehen zu lassen. Also das habe ich nicht ganz bis zum Rand gestrichen, sodass das da wirklich am Ende noch hoch steht, aber eben auch so, dass es nicht abfallen kann, logisch. Ja, dann habe ich das da so draufgelegt und habe gedacht, okay, jetzt wird es ein Schuh. Dann habe ich das komplett da drauf geklebt. Und dann hat das plötzlich für mich Sinn ergeben. Also dieser braune Rand greift jetzt nochmal diese ganzen Brauntöne aus der Collage wieder auf und ist nochmal etwas, was es natürlich auch dreidimensionaler macht. Wenn ihr das nachmachen wollt, passt ein bisschen auf, wenn ihr das festdrückt, dass ihr euch die Papierröllchen da nicht zerquetscht. Ich hatte zuerst überlegt, es wäre jetzt geil, wenn ich da ein schweres Buch drauflegen könnte, aber so stabil ist das Ganze natürlich nicht. Dann würden die Papierröllchen natürlich zerquetschen, wenn ich da jetzt irgendwas Schweres drauflegen würde, um das eben zu ermöglichen, dass das Mattmedium wirklich gut trocknen kann. Deswegen habe ich darauf verzichtet und habe da vorsichtig mit meiner Hand drauf gedrückt. Ich wollte zuerst dieses weiße Band da oben dran machen, habe ich mir gedacht, na, das schaut so blöd aus. Dann habe ich das da nach unten so gemacht, habe ich mir gedacht, ne, die Barbara kriegt kein Band. Das bleibt jetzt einfach so. Und da habe ich hin und her überlegt, weil eben dieses Seed da unten mir so massiv erschien, dass ich gedacht habe, na, das ist ja wirklich furchtbarst. Aber ich habe noch eine Lösung dafür gefunden. 2 Buchecken habe ich hier unten noch dran gemacht, weil ich mir gedacht habe, das könnte ja vielleicht ganz cool aussehen und dieses Metall könnte vielleicht auch ganz gut zu diesem Braun passen. Die habe ich zuerst mit Mattmedium da so ein bisschen, ne, seht ihr schon, dass das wirklich richtig gut hält, denn das Papier ist ja sehr dünn, das ist ja nicht so dick wie ein Buchcover und wenn man das zerquetscht, muss man das auch sehr vorsichtig machen. Ich habe die jetzt extra ein bisschen sehr zerdrückt, sodass die ein bisschen so, auch ein bisschen alt und kaputt und so weiter aussehen, aber ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr das da drauf klipst, und das festdrückt mit der Zange, immer wieder so ein bisschen ausrichten, dass das nicht irgendwo hinrutscht, wo ihr das nicht hinhaben wollt. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, an dieser Junk Journal Tag Challenge 2021 selber teilzunehmen, dann schaut doch bitte mal auf meiner Homepage vorbei. Die ist auch unten in der Infobox verlinkt. Ich habe nämlich für euch 2 Tags, die ich in diese Challenge werfen möchte sozusagen, die ihr nachmachen könnt. Nur anhand eines Fotos, so wie wir das eben hier untereinander auch gemacht haben. Wenn ihr Lust dazu habt, findet ihr alle Informationen auf meiner Homepage. Alles ist unten verlinkt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn irgendjemand sich dieser Herausforderung stellen würde. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bastelt was Schönes, bleibt gesund und tschüss.